bauen Gitarren aus einheimischen Hölzern und die Hölzer können wir nicht bei einem Tonholzhändler, der auf Hölzer für Musikinstrumente spezialisiert ist, einkaufen, weil die dort nicht vorrätig sind, weil es ungewöhnlich ist, aus Elsbeere, Speierling, Kirsche vielleicht noch eher, aber anderen Hölzern, die es halt in Deutschland gibt, Gitarren zu bauen. Deshalb müssen wir quasi ganz vorne anfangen im Kreislauf und den Stamm kaufen, den wir dann in der Spezialsägerei aufsägen lassen, um das Holz zu haben, aus dem wir nachher die Gitarren bauen. Das Instrument ist für alle interessant. Das wird es geben in der Preisklasse ab etwa 300 bis 2.500 Euro. Es ist für alle interessant, die ein gut klingendes, gut gemachtes Instrument wollen. Es ist für alle interessant, denen es wichtig ist, dass man für Musikinstrumente keine Tropenhölzer verwendet. Es ist für alle interessant, die lieber Hölzer verwendet sehen bei ihrer Gitarre, die aus der Gegend kommen, quasi aus ihrem Garten. Wir bauen dann nicht Gitarren aus dem nativen Holz, sondern wir modifizieren das. Das heißt, wir unterziehen es einer Wärmebehandlung, einer starken Wärmebehandlung. Wir reden da von 160 bis etwa 200 Grad. Dadurch brechen wir die Zellen aus, die Substrate kommen raus. Das Holz kann, weil die Zellen dann offen sind, fast keine Feuchtigkeit mehr aufnehmen. Das arbeitet dann nicht mehr, wie man das so gern beim Holz sagt. Es verliert ein bisschen an Masse und Gewicht, dadurch schwingt es besser, dadurch hat es bessere Eigenschaften, die wir für den Klang, für den Bau der Gitarre brauchen, dass es hart ist und dass es schwingfreudig ist. Wir kaufen zum Beispiel auch Ahorn und wie gesagt gerade Kirsche, die immer schon für den Gitarrenbau verwendet wurden. Aber ein anderes Beispiel ist Erle. Erle ist ein ganz einfaches, billiges Holz, das durch den Thermoprozess ganz stark gewinnt an der Fähigkeit zu schwingen und diese Eigenschaften zu bekommen, die wir brauchen für den Musikinstrumentenbereich. Das hat man früher nicht verwandt. Wir haben verschiedene Forschungsprojekte mit Hochschulen gemacht, in Rottenburg und in Eberswalde und in Dresden, und haben da in langen Versuchsreihen festgestellt, dass die thermische Behandlung die Qualität des E-Moduls, die Schallgeschwindigkeit von den Hölzern zum Teil deutlich erhöht. Das ist jetzt nicht nur unser Bauchgefühl, sondern das lässt sich wirklich anhand von Versuchsergebnissen nachweisen. Wir sind hier jetzt 50 Kilometer von Tübingen weg, wo die Firma sitzt. Wir haben in den letzten Jahren viel geriegeltes Ahorn eingekauft aus einer Waldecke, die 20 Kilometer von Tübingen weg ist. Also das nenne ich schon wirklich regional.